Hi Leute, ich schaue Stöcki VR und wir spielen heute endlich mal wieder den Euro Truck Simulator und diesmal mit unserem schönen Lenkrad. Viel Spaß, bis gleich. So, Hallöchen. Wir spielen Euro Truck Simulator mit unserem schönen Lenkrad diesmal. Und Stocki hat mir die Erweiterung gekauft, weil ich die unbedingt haben wollte, und zwar Schwerlasttransport. Das fand ich nämlich sehr cool, weil nämlich vor einem und hinter einem abgesperrt wird. Also da fahren dann VW-Busse, die absperren und die Straßen sind gesperrt durch Polizei und so. Ja, und man ist natürlich breiter als so ein normaler LKW. Und das schauen wir uns mal an. Wir nehmen hier die Baggerschaufel, finde ich, glaube ich, ganz cool. Was auch super ist bei dem Schwerlasttransport, es gibt jede Menge Kohle dafür. Bei den normalen Transporten kriegt man irgendwie, weiß ich nicht, 3000 oder so. Und hier gibt es schon richtig Schotter. Hier 11.000. Hi Johnny, hi Predator. Also, Stocki. So, los geht's. So, man sieht vorher immer hier so eine schöne Videoeinstellung, die einmal um den LKW rumgeht. Dann finde ich auch super cool, unterwegs, das werden wir vielleicht auch sehen, stehen richtig Leute rum, Schaulustige, die sogar mit so einer Selfie-Stange filmen, wenn ich da vorbeifahre. So, die Kamera schwenkt nochmal schön. Ey, klar, so ein riesen Anhänger für so eine Schaufel. Ist auch ein bisschen übertrieben, oder? Ein bisschen. Ein bisschen vielleicht. So, boah, es ist dicht. Hier steht irgendwas. Vermeiden, bla bla bla. Ich darf erst rüberfahren und so weiter und so fort. Kannst du mal was drücken? Ah, ne, ich kann schon selber drücken. Ha! So. Dann habe ich auch eine Taste für meine Scheibenwischer. Aber ich weiß noch nicht, welche das war. Zeit zu gehen. Was? Zeit zu gehen? Ja, Stocki hat mir jetzt hier auch so ein komisches Navi drauf gemacht. Ich hatte auch eine Taste für meine Rundumleuchte. Die ist immer total cool, aber die ist noch nicht eingeschaltet. Kannst du mal O drücken? Nö. Weiß ich nicht mehr, welche Taste das war. Ich dachte, das war O. Ja, dann ist es anscheinend nicht. Ich musste mal googeln, weil das ist viel cooler, wenn dann die Leuchten da an sind. Nicht auf dem Lenkrad, nee. Die Rundumleuchte nicht. Was so eine Schaufel wiegt, Eiertoaster, keine Ahnung. Sehr viel wahrscheinlich. Na egal, dann müssen wir halt ohne Leuchten fahren. Kannst mal googeln, das steht da. Da steht das irgendwo. So, auf jeden Fall können wir die Scheinwischer wieder ausmachen. Denn es regnet komischerweise nicht mehr. Und jetzt müssen wir erstmal hier von unserem Gelände runterfahren. Und vorne werden dann die gelben VW-Busse auf mich warten, die mir den Weg absichern. Was auch bei dem Schwerlast immer entfällt, ist das Einparken. Also man fährt einfach nur auf die weiße Fläche am Ende rauf und muss da nicht irgendwo einparken oder sowas. Hi Spider! Ja, siehst du, mir war auch WO, aber warum geht es dann nicht? Hier ist noch alles easy, die Straße ist breit. Kann ich sogar richtig schön Speed geben hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hat er aber. Gucke. Auf dem Dach. Ach ja, du siehst ja nichts. Aber
Also als ich ohne Lenkrad gespielt habe, ging es mir auf O. Drück mal jetzt O. Nö. Och Mann, das ist ja gerade cool an dem Spiel. Einstellung, Beleuchtung. 1 Standlicht, 2 Abblendlicht, 3 Fernlicht, 4 Rundumleuchte. Drück mal wieder F4 oder was du gerade gedrückt hast. Und jetzt. Nochmal? Nochmal? Ja? Nochmal? Ja? Jetzt drück mal die 4. Nö. Ist immer noch aus. Och Manu. Das mache ich wie? Ah ne, Menü war hier. Und dann? Funktionen den Tasten und Knöpfen deiner Wahl zu? Ach, hey, weiß ich jetzt, wo Rundumleuchte steht. Blinker links, Blinker Warnlicht, Fernlicht, Rundumleuchte. Joy-Button 5 steht hier. Was ist denn Joy-Button 5? Okay. Aber... Das Motor an aus. Oh, ist das laut. Das ist die Hupe. Das ist Scheibenwischen. Das ist wieder Menü. Oh nein, das ist Absatteln. Oh, ich kann das gar nicht lesen. Auf Twitch hat einer geschrieben, habt ihr auch ein Follow dagelassen? Könntest du mir bitte folgen? Aber das ist so blau angezeigt, der Name, dass ich ihn gar nicht lesen kann. Tami H. ist da. So, wir waren bei der Leuchte stehen geblieben. Ah, jetzt! Haha. Also, Kreis. So, jetzt kann ich auch fahren. Oh nee, das ist Warnblinklicht. Blinkt der jetzt? Warum macht der denn Warnblinklicht an? Ach, ich habe irgendwas gedrückt. Hallo Litti. So. Jetzt können wir endlich mal anfangen hier. Wir haben es immer noch nicht vom Hof runter geschafft. Meine Schaufel und ich. So, da vorne stehen meine Begleitfahrzeuge. Da vorne ist schon der Verkehr für mich gestoppt. Die Polizei ist auch vor Ort. Biege nach rechts ab. So, und wir schauen mal, ob wir hier rumkommen, ne? Am besten mal schön ausholen. Ah, easy. So, hier mal gucken, wie bereit wir sind.
Ja, sieht ganz gut aus. Sieht gut aus. Naja, so breit sind wir gar nicht. Ein bisschen gucken wir darüber. So. Immer wenn Gegenverkehr kommt, fährt der Bus vorne ein bisschen weiter rüber, nach links, damit die auch ein bisschen Platz machen für mich. Also hier so fahren ist immer alles ganz easy, aber wenn es dann ein bisschen enger wird, zum Beispiel wenn wir auf die Autobahn rauf fahren werden gleich oder so, dann kann es schon ein bisschen kritisch werden. Aber sonst so hier ist es eigentlich recht entspannt zu fahren. Seht ihr, jetzt fährt er wieder links rüber, die Mittelspur. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Achtung, Wo ich achten Sie hinfahre, auf die ich Geschwindigkeitsbegrenzung. glaube, da stand nach Nürnberg, wenn ich mich jetzt nicht irre. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Los, gib es Stoff. So, also vor mir ein VW-Bus und hinter mir müsste auch einer fahren. Und die beiden passen auf mich auf. Ob sich das Wetter verändert? Ja, das verändert sich. Also es kann auch regnen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dauert aber ganz schön lange bis zur Autobahn. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ist doch nichts los hier. Kann ich doch schneller fahren. Ja, ansonsten kann ich euch dieses Spiel nur empfehlen, wenn ihr einen Computer habt und eine VR-Brille Achtung, für den achten PC. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Gefühl, hier in dem LKW zu sitzen, kommt so gut rüber. Das ist Wahnsinn. Multiplayer gibt es leider nicht. Weiß ich nicht, ob sowas irgendwie nochmal kommt.
So, noch 3 Stunden 26. Zum Glück nicht in Echtzeit. Das wäre ein bisschen krass. Oh, Hubbel. Hubub. Hallo Patrick. Ich kann gar nicht so gut lesen hier. Ja, wenn hier die Straße breit ist, kann ich doch schnell fahren. Außerdem, was heißt schnell? Ich fahre 50 gerade. Tschub, 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 tschub. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, doch. Ja, ist die Schaufel doch nicht so schwer. Was denn jetzt? Warum bremst der? Fahr! Was hast du für ein Problem? Ah, da seht ihr jetzt auch das andere Fahrzeug da hinten im Spiegel. Jetzt ist er wieder weg. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt fahren wir auf die Autobahn. Ich hoffe, die Kurve ist nicht zu eng. Sonst wird's knapp. Mit mir und meiner Schaufel. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Der bremst immer sehr krass. Brauchen wir nur kurz drauf tippen und der steht. So, jetzt können wir mal gucken, wie ich hier rumkomme. Sieht gut aus. Jawohl, da passen wir rum. So, am besten fahren wir schön außen, so gut es geht. Weil sonst bleibt der nämlich mir hier in dem Knick hängen. Da vorne wurde schon der Verkehr aufgehalten. Damit ich da gleich rauf kann. Na, sieht doch ganz gut aus. So dicke Platz. Das passt. Das passt, das passt. Da müssen alle warten. Ah ne, ich darf ja erst rüberfahren, wenn das Begleitfahrzeug rübergefahren ist. Sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's Strafe. Ja. Mann, warum darf ich denn hier nicht schneller fahren? Sind noch 2 Stunden 17? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ich darf das, ich habe die Schaufel. Oh, Bus. Ja. Achtung, achten Sie auf die Ach, komm Geschwindigkeitsbegrenzung. schon. Warum hat Stocki mir das nur aufgemacht mit der Ansage? Das nervt. Du weißt doch, dass ich immer zu schnell fahre. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich hab die gesehen, Johnny, die Blumen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh, wieder eine Ausfahrt, aber die sieht groß aus. Nimm die Ausfahrt rechts. Also, ich finde Biege manchmal, nach rechts ab. so wie jetzt gerade, finde ich, dass es ein bisschen ruckelt. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Haben sie wieder schön abgesperrt für mich? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Als ob die Schaufel runterfällt, wenn ich hier ein bisschen 70 oder 80 fahre. Oh, guck mal, der ist schon ganz schön krass müde geworden. Da ist, in der Mitte ist ja die Tankanzeige und rechts ist das Bett. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Blaue sich füllt oder ob das sinkt. Weiß ich gerade gar nicht. Und dann müssen wir ein Päuschen machen. Aber ich glaube, das schafft er. Ist ja nur noch eine Stunde. Man kann hier auch ein Tempomat einstellen, aber die Taste Achtung, habe ich noch nicht achten Sie auf belegt. die Es Geschwindigkeitsbegrenzung. gibt auch gar nicht genug Tasten auf meinem Lenkrad, was man hier alles machen kann. Ich kann die Scheibe runter machen und gerade ein bisschen bremsen. Es sieht aus, als hätte der eine kleine Scheibe da hinten drin. Ja, Passat CC. Oh, wir müssen abbiegen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ah, das sieht ein bisschen enger aus. Nimm die Ausfahrt rechts. Passt.
Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wenn ihr mit dem Schwerlasttransport fahrt, müsst ihr auch nicht auf die Ampel achten. Ihr könnt einfach fahren. Deshalb ist ja die Polizei da und sperrt euch den Weg ab für die anderen. Sodass ich jetzt einfach ganz gemütlich über Rot fahren kann und mir nichts passiert. So, noch für 24 Kilometer. Wir haben es fast geschafft. Und wir sind heile angekommen wahrscheinlich. Ich würde gerne mal einen echten LKW fahren. Das ist bestimmt cool. Ich fahre sowieso gerne mit großen Autos. Links halten und dann links abbiegen. Ey, was macht er denn jetzt? Warum fährt er so eine komische Biege nach Kurve? links ab. Ja. Mach ich ja. Tschum. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, Tamiha, erkennst du was wieder? Sind wir an deiner Wohnung vorbeigefahren oder was? Hast du eine Schaufel zufällig bestellt? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, wir sind gleich da. Da stehen Immer sie jetzt geradeaus. mit ihren Kameras, glaube ich, oder? Können wir mal kurz anhalten? Hat der überhaupt was in der Hand? Man kann mal sehen, wie breit das ist hier. Ja, er hat ein Handy in der Hand. Ah, die glotzen nur. Der hat auch ein Handy in der Hand. Huhu. So. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Alles blinkt und leuchtet hier. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Irgendwie verschluckt er sich immer mit dem Biege Blinker. nach links ab. Hier schon rein? Nee. Oder doch? Oh, er stellt sich quer. Oh nein. Jetzt stehe ich aber blöd hier. So komme ich doch nicht hier rum. Ich mehr ausholen müssen. Glaube ich. Oder? Oder? Steht da was? Oh, guck mal, er freut sich schon. Yay, meine Schaufel kommt. Oh, Straßenschild. Das Kommen wir war da? eine schöne Fahrt. Ja, die war super schön. Oh, oh, oh. So. Wir sind da. Ein Stück vorkullern. Perfekt. Das war's. So.
Fortfahren. Auftrag. So, was wollen wir denn mal Schönes fahren? Also die rot-weiß gestreiften, das sind immer die Schwerlastdinger. Hier haben wir auch noch ein paar. Und die hier wären dann wieder die normalen, aber die wollen wir ja nicht. Wir haben ein schweres technisches Teil, ein Hightech-Gerät, ein Kesselelement, Nottreppenelement. Worauf habt ihr Bock? Entscheidet euch jetzt. Was könnte denn Hightech-Gerät sein? Schweres technisches Teil. Ja, du kannst ins Ausland fahren. Hier die Punkte, die du hier siehst auf der Karte. Da kann ich hinfahren. Ich bin sogar schon in London gefahren. Und dann bin ich vom Hof runter und habe erstmal voll vergessen, dass ich links fahren muss. Bin erstmal voll in den Gegenverkehr reingerast. So, keiner schreibt, was ich machen soll, dann entscheide ich das jetzt. Vier Stunden, 5 Stunden. Oh ja, ein großer quadratischer Block. Da ist das Teil drin, sieht man leider nicht, sondern nur die große Holzkiste. Ja, sogar Fernsehteam ist da. Was macht er hier? Aha, ein Foto. Alles klar. Was steht da? Kann die Namen nicht lesen. Hallo Game Hits. So, meine Autos bringen sich schon in Position. Okay, wir fahren los. Ich schmeiß den Motor an. Ein bisschen Licht wäre vielleicht auch ganz nett. Wir schalten unsere Blinkeleuchte ein. Hat der eigentlich auch vorne Licht? Blinkelicht? Sieht man gar nicht. Da sieht man mich. Das sieht so cool aus, ne? Wie riesig dieses Teil ist. Voll cool. Ich glaube, hier bin ich schon mal gleich hängen geblieben. Das mit der Kiste ist schon ein bisschen was anderes als die kleine Schaufel da. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier ordentlich rumkomme. Und nicht hängen bleibe. Oh nein. Meine Pedale rutscht weg hier unten. Rechts sieht gut aus, links ist vielleicht ein bisschen knirsch. Oder?
Biege nach rechts ab. Oh oh, Lampe. Oh, 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 oh. Oh nein, er kommt doch hier nicht rum, oder? Vielleicht bleibe ich hängen. Oder? Oder? Oder auch nicht? Sieht gut aus. Sieht Demnächst gut rechts aus. abbiegen. Biege nach rechts ab. Also, die Leute, die auf Twitch schreiben, ich kann immer die Namen nicht lesen. Das ist so. Irgendwas mit. Zocker 85, kann es sein? Oder so? Ach. Passt. Passt. Ui. Links ist ein bisschen knapp. Hier wird es definitiv schwieriger, gleich auf die Autobahn zu fahren. Denke ich mir mal. Da seht ihr mal, da ist rechts und links nicht viel Platz. Das ist ganz schön breit. So, Spurwechselmanöver steht bevor. Ja, ich kann eh nicht anders fahren als in der Mitte. Ui, das sieht sehr eng aus. Also auf der Karte schon alleine. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, ich habe mir das Fenster zu klein gemacht. Kann sein. Immer geradeaus. Ah, hier noch nicht rum. Oh, ey, wenn so die Auffahrten aussehen, ey, wie soll ich denn da hochkommen? Oh oh. Hm? Zum Glück ist rechts keine Leitplanke. Sondern Wiese und Platz. Los, LKW, fahr. Ich setze dich da jetzt nicht an der Planke auf. Ah, sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. Geschafft! Okay, kannst weiterfahren. Bin da. Oh, guck mal, da hinten haben wir noch einen Sonnenuntergang. Oh, fahr doch mal! Oh, was ist denn jetzt dein Problem? Ach so, ja. Ich muss auch immer auf das hintere Fahrzeug warten. Wenn das zu weit von mir weg ist, dann fährt der vorne hier nicht weiter. So, was los? Wo bist du? Kann nix sehen. Bin zu breit. Okay, er scheint da zu sein. Wir können weiterfahren. Immer geradeaus. Vorne ist wieder Polizei. Warum auch immer. Okay, ich soll rüberfahren. Hallo VR Mainz.
Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ja. Es wird langsam etwas dunkler. Wir haben es 20:13 Uhr. Und wir werden 0:16 Uhr ankommen. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch dunkel werden. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was ist denn das für ein Ding da? Das sieht ja witzig aus. Ich schalte mal kurz um, dann könnt ihr mal sehen, wie breit das Ding ist. Und wie groß eigentlich, ne? So im Gegensatz zu dem Bus da vorne. Schon ganz schön ein großes Paket hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nix los hier auf der Autobahn. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer geradeaus. Immer geradeaus, okay. Noch 3 Stunden und 17 Minuten. Oh, ramm ich den jetzt? Das war knapp. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So, wir müssen rüber, denke ich mal. Gucken. Ah, seht ihr, jetzt fängt es gerade an zu regnen. Dann muss ich mir gerade überlegen, auf welchem Knopf. Ich glaube, hier oben haben wir den Scheibenwischer. Kann man auch Echtzeit fahren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube nicht, aber
Da müsstet ihr mal Bidi fragen, der weiß das bestimmt. Oder Leni. Also ich weiß auch nicht, ob ich Bock hätte, in echt jetzt hier 4 Stunden zu sitzen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu krass. Ich bin zwar früher auch immer bei Gran Turismo, habe ich auch wirklich mal 24-Stunden-Rennen gemacht. Aber dann halt mit Unterbrechungen. Hi, Krishna. Oh, jetzt merkt man, dass es bergauf geht. Er tut sich sehr schwer hier. Ich drücke voll durch und er geht runter mit der Kamera. Da hat er ganz schön zu knabbern hier, mein LKW. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Das könnte knirsch werden. Ey, das hatte ich schon mal hier, dass der nicht weiterfährt. Und wenn ich an dem vorbeifahre, dann kriege ich eine Strafe und bin wieder am Ende, ey. Warum lässt er die jetzt erst durchfahren? Guck mal, jetzt warten die und nu? Komm schon. Du musst fahren. Los, fahr bitte. Oh Gott sei Dank. Los, fahr. Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Ja, mache ich ja. Boah, ich sehe gar nichts mehr, weil es so dunkel ist. Komme ich da rum? Dunkel, Regen. Ist perfekt für einen Schwerlasttransport. Hub doch mal, schreibt er. Ich hupe. Klingt aber nicht wie ein LKW, oder? Immer geradeaus. Ach ja. Die Fracht ist zwischen den Begleitfahrzeugen zu halten. Ja, ey, ich bin noch dazwischen. Ich kann nicht auf so einer schmalen Spur fahren. Ich bin froh, dass ich hier gerade mal so durchkomme. Bitte links halten.
Was? Klingt wie eine Mundharmonika? Nee. Nimm die Ausfahrt links. So, wo muss ich hin? Ich mach mal einen kleinen Schlenker. So, nicht das Schild mitnehmen, nicht die Ecke mitnehmen. Zum Glück ist da immer so ein Stück noch Wiese, dass ich da durchkomme. Boah, ey, im Dunkeln ist echt fies. Warum hat der da rechts und links kein Licht? Boah, ist das knapp, ey. Ist das knapp? Wie soll ich denn jetzt da um die Kurve kommen? Wenn ich hänge, hänge ich. An der Leitplanke. Wenn ich einen Unfall baue, dann kostet das Geld. Dann wird mir Geld abgezogen. Aber mehr passiert, glaube ich, eigentlich nicht. Ach ja, und der LKW geht kaputt. Denn in unserem ersten Stream hat Stocki das Lenkrad übernommen. Und er hat mir den LKW zerstört. Was dazu führte, dass ständig der Motor ausging. Ja. Puh. Das Schwierige ist, glaube ich, erstmal wieder geschafft. Ich finde die Leuchten cool. Oh, jetzt hört man auch die Regentropfen prasseln. Immer geradeaus. Du warst betrunken? Das wäre mir aber neu. Oh, sogar jetzt gewittert es sogar. Ich hoffe, mir kommt jetzt keiner entgegen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, schönes VW-Zeichen hatte. Die sehen so echt original aus, ja, aber das Zeichen durften sie anscheinend nicht rauf machen. Ich möchte übrigens auch so einen Bus. In echt. Finde ich total cool. Aber ich weiß nicht, ob ich mich von meinem schönen Scirocco trennen kann.
Bus oder doch lieber einen LKW? Ein LKW darf ich ja nicht fahren. Oh oh, Gegenverkehr. Achtung, ich bin ein bisschen breiter als du. So, wir haben es fast geschafft. Noch 50 Minuten. Oh oh. Hui. Hui, hui, hui. Das ist knapp. Das ist sehr knapp. Eigentlich dürfte das gar nicht passen. Wir sind gleich da. Immer geradeaus. Also man kann sich ja hier auch seinen eigenen LKW kaufen. Das ist ja Rechts nicht halten meiner und dann hier, den ich rechts abbiegen. fahre. Aber die sind schweineteuer. Deshalb finde ich es ganz cool, durch diesen Biege nach Schwerlast rechts ab. kriegt man nämlich sehr schnell relativ gutes Geld. Dass ich mir dann bald meinen LKW kaufen kann. In dem Spiel. Was ist denn hier los? Guck mal, der hat sogar die Tür auf. Ah, mein Pedal rutscht weg. Aber der hat nur Hütchen da drin. Demnächst links abbiegen. So, was machen wir denn, Biege wenn wir nach denn hier links da ab. sind? Stocki? Hören wir dann auf oder fahren wir noch eine Runde? Oder fährst du noch eine kleine Runde? Warum? Demnächst rechts abbiegen.
biege nach rechts ab. Also, Stocki fährt auch noch ein kleines Ründchen. Steht da Feuerwehr? Aber mal schnell die Scheinwischer ausmachen. Dass wir nochmal. Oh, der Blinker stresst. Hallo? Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Wunderbar. Wir sind angekommen. Perfekto. Da seht ihr noch mal meinen schönen LKW. Wenn Stocki fährt, wird es lustig, ja. Geübter Arbeiter. Ja, fein. Oh, Fähigkeitspunkt. Fernfahrten. Also, man sammelt ja Erfahrungspunkte und dann kriege ich hier einen Fähigkeitspunkt, wenn der Balken voll ist. Und dann kann ich mir hier was aussuchen. Das bringt dann wieder mehr Geld und so weiter. Oder ich kann hier Fernfahrten, dann kann ich längere Strecken fahren. Zerbrechliche Fracht hatte ich jetzt mal angefangen, weil ich dachte, man kann dann vielleicht coolere Sachen transportieren. Bist du schon hier? Ah, da steht er ja schon. Hallo. Eigentlich könnten wir noch einen Stuhl hinstellen als Beifahrer. Also, ich übergebe an Stocki. Huch. Hast du da eine Mische? Guten Abend. Verehrte Damen und Herren, willkommen in unserem LKW-Unternehmen. Was ist das? Kannst du mal dann nochmal die F12-Taste bitte drücken? Wie? Ach so. Und dann hier auf die Taste. Also eine von den drei Stöcken für oben. Weit welche? Auf Mode? Nein. Oder doch? Hast du gedrückt? Ja. Also eine von den drei Tasten ändern. Ja, keine Ahnung, ich schwebe jetzt hier so in der Luft. Ist das richtig? Drück doch mal. Ja, jetzt habe ich ein Menü vor mir. Ja. Nee, das ist falsch. Nee, wieso ist doch richtig, oder? Nee, du willst dich doch kalibrieren oder nicht? Naja, aber ist doch alles richtig. Menü ist vor mir. Also das jetzt mit das LKW-Menü. So. Guten Abend. Wieso wird es lustig, wenn ich fahre? Ich nehme die Sache hier sehr ernst. Ich spiele ja hier schließlich mit Nessies Profil und ich will ja nicht ihre Karriere versauen. Was muss ich jetzt machen? Fahren? Möchtest du einen schnellen Auftrag suchen? Ja. Was soll ich denn machen? Also soll ich einen Schwerlasttransport machen? High Runners. Schwerlasttransport, ja? Aber sind die nicht irgendwie langweilig, die Schwerlasttransporte? Die sind immer so lahm. Oder? Oder täuscht das? Mach, was du willst, sagt sie. Schweres, technisches Teil. Ich verstehe nur die Hälfte, weil die Musik gerade so laut ist.
Also Leute, was meint ihr? Soll ich einen Schwerlasttransport machen oder einen normalen LKW-Transport? Druckbehälter. Ich habe keine Ahnung. Kann man bestimmt sehr gut auf einem Discord spielen. Hä? Was meinst du, Buddy? Kann man sehr gut auf einem Discord spielen? Hä? Also was soll ich machen? Schwerlast oder normal? Entscheiden Sie bitte jetzt, sonst geht's nicht weiter. Normal, okay, alles klar. Krishna hat normal geschrieben. Wo hat er das geschrieben? Ach da, nö, normaler Transport. Okay. Gut. Wir transportieren Druckbehälter. 12 Tonnen. Also das sind 7 Stunden anscheinend. Die gehen alle so um die 7 Stunden, die Fahrten. Normal, Tamika. Ach so. Ja, das kann man bestimmt sehr gut. Warte mal, ja, gute Idee. Ich gehe mal in den Discord-Sprachchat. Falls jemand zuschaut und noch nicht in unserem Stocke VR Discord drin ist, der Link steht unter jedem Video, da kann er einfach eintreten. Ich gehe da jetzt mal in den Sprachkanal. Und dann könnt ihr mal Hallo sagen, wenn ihr wollt. Ach nee, könnt ihr nicht. Ich brauche Nessies Hilfe. Nessie! Kannst du mal an den Laptop bitte gehen und dann den Discord aufmachen? Nur mit Alt-Tab und dann in den Discord wechseln. Naja, reicht mir schon. Ja, gut, danke. So, ich bin jetzt im Kaffeekuchen Sprachkanal. Warte mal, ich muss noch mein richtiges Mikro hier auswählen. Mikro und hier Kopfhörer. Zack. So, theoretisch müsste das funktionieren. Buddy? Nammt. Namen, Buddy. Jetzt weiß ich, was du meintest. Ich habe erst ein bisschen auf Schlauch gestanden. Ja, da kann man sogar über den Discord könnte man theoretisch einen Multiplayer emulieren, ne? Ja, stimmt. Du musst es jetzt wieder groß machen, das Truck-Fenster. Weil solange das minimiert ist, läuft das nicht. Ja. Ja, wie findest du das Spiel? Cool, oder? Warte mal, ich sehe den Chat nicht mehr. Scheiße. Ein sehr schönes Spiel. Es ist halt schade, dass es keinen richtigen, dass es halt im VR keinen Multiplayer gibt. Ja, das ist schade, weil der VR-Modus ist halt auch nur eine Mod, ne? Und deswegen, die Mod unterstützt kein VR. Das ist das Ja, der Problem. Multiplayer ist ein Mod, hm? Ja, genau, der Multiplayer-Mod. Hi, Stefanie. Hi, Stefanie. Übrigens, Stefanie, ich weiß aus sicherer Quelle, dass es heute wieder Lyrik aus Himmelsrand geben. Ich Wieder nehme was noch zum einen Tag. Einschlafen? Aha, ja, das ist super. Dann streamt immer der Tsubunabi Lyrik Mhm. aus Himmelsrand. Hast du schon gesehen, ne? Habe ich schon mal gesehen, ja. Ja. Wo ist denn mein Cursor? Da. So, also wir machen jetzt einen normalen Transport. Druckbehälter von Manchester nach Rotterdam. Ja, Manchester. Oder muss ich mit der Fähre fahren? Ist das cool mit der Fähre fahren, oder? Da fahr doch durch einen Tunnel. Da gibt's doch einen Tunnel, oder? Nessie meinte gerade, das ist doof. Nee, also du musst dann bloß bis zur Fähre hinfahren und dann kommst du halt direkt wieder an dem anderen Ende raus. Hm. Na gut, dann fahren wir halt von Posen in Polen nach Berlin. Ah ja, okay. So, Kann man auch machen. Auftrag annehmen. Und da gibt's ja auch sehr viele DLCs für, ne? Ja, da Also gibt's richtig viele genau, DLCs. Da kannst du auch in, weiß ich, Italien rumfahren und weiß ich was alles. Mhm. So, ich muss erstmal gucken. Achso, wir haben auch noch den American Truck Simulator. Den habe ich noch nicht einmal gespielt, siehst du? Ja, warum auch?
Ja, das ist halt mal was anderes, in Amerika rumzufahren, als jetzt hier. Ich meine, hier sieht, ja, das sieht halt aus wie, ja, wie bei uns auf den Autobahnen so. Das kennt man halt so. Ja, ja. Ja, ja. Da sieht's aus wie da auf den Autobahnen. Ja, aber das Weißt du? kenne ich halt nicht, da war ich noch nie. So, Ja, aber das Schöne ist ja, wenn du in VR eine Immersion hast, die du ja aus dem Real Life kennst. Sagen wir, wenn du eine Strecke fährst, die du kennst und ja, eine sehr schöne Strecke. Ja, ne? ich sitze so weit hinten, Schatz. Ist das normal? Hallo? Nessie ist nicht mehr da. Ich sitze so weit hinten. Ist das normal? Nee, irgendwie nicht. Kannst du mal F12 drücken? Ja, man muss F12 drücken, um die Kamera zu kalibrieren. Nessie ist zwar der Meinung, ich kann das hier auch auf dem Lenkrad machen, aber kriegst das nicht hin. Nessie? F12 bitte? Nee, das will nicht. Passiert nichts? Okay. Hast du was kaputt gemacht? Naja, also es scheint schon zu kalibrieren, aber ich bin immer noch so weit weg, egal wie ich mich... Nee, okay, das ist anscheinend dieselbe Taste, die du drückst. Ich gehe mal ein bisschen zurück. So. Naja, das passt schon. Aber das Navi direkt vor der Nase stört aber so ein bisschen, ne? Ja, man konnte das irgendwie ausschalten, aber frag mich nicht, da musst du die Experten fragen hier, BD und sowas. Ich weiß nicht genau, wie das geht. So, wie starte ich denn überhaupt den Motor? Hallo? Hilfe! Mann, hau doch nicht immer gleich wieder ab! Ich bin doch hier aufgeschmissen, Mensch. Wie starte ich den Motor? Wo ist denn hier der Zündschlüssel, verdammt? Da. Ja, da, ich sehe nicht. L2. Oder? Warte, E2? Warte. Drück mal. Los. Oh ja, ja, danke. Oh. Geh nicht zu weit weg. Ich brauche bestimmt noch mal deine Hilfe. Also Lichtschalter habe ich schon mal gefunden, das ist schon mal sehr gut. Das Navi nervt mich hier, Schatz. Mach mal das Navi hier weg. Probier mal F2 oder so war das, glaube ich. Das ist irgendwie sowas. Ja, renn doch nicht weg. Bleib doch mal hier in dem Raum. Ich fahr schon mal ganz langsam los. Ja, Mann ansteuern, ne? Das ist halt so, ne? Was soll man sagen, ne? So. Ja. F2, probier mal F2. So, warte, ich halte mal an. Ja, da ist nichts passiert. Ach, das war der Innenspiegel. Nochmal F2. Nochmal. Nochmal. Okay, jetzt ist er weg. Ja, F1. Ah, ja, jetzt ist irgendwas mit dem... Nee, nochmal F1. Okay, F3. Ah, ja. Ja. Jetzt ist es ganz weg, das Navi. Machen wir nochmal. F3, ja. Jetzt ist es wieder vor der Nase. Nochmal? Arme Stefanie hat jetzt leider kein Popcorn zu Hause. Schade. Mhm. Nochmal? Ah, guck mal da bewegt sich. Scheiße, ey, das ist aber ganz weg. Das ist auch Mist. Kannst du das nicht irgendwie nach links tun oder so? Nee, der hat keinen Bildschirm, der LKW. Das ist hier so ein Oldschool aus Polen wahrscheinlich. Ich fahre hier in Polen los. Die haben ja auch keine Navis. Also hier, da wo eigentlich bei dem anderen LKW, den ich mal gefahren bin, da ein Navi war, der ist hier so einfach nur ein Getränkehalter. Das ist halt die polnische Ausführung. Ja. Das Navi haben sie erst, nachdem sie in Deutschland waren. Spaß. Ja, dann... Ich kann das ja auch einfach so auslassen. Die sagt mir doch, wo ich langfahren muss. Weil ich finde es so besser, dass das nicht direkt vor der Nase schwebt. Ja, besser. Okay. Und wo wird denn... Was die mich alle... Schlange? Die Strecke sehe ich Biege jetzt nach gar nicht. rechts ab. Was, nach rechts? Sie sagt nach rechts. Na gut, okay. Ah, die redet mit dir. Aber der Chat... fuck. Ey, Junge, pass doch mal auf. Aber das Chatfenster ist jetzt ein bisschen dumm platziert hier. Wenn ich aus dem rechten Fenster gucken würde, ist das Chatfenster im Weg? Weg nur ein bisschen. Ah, geht schon. Demnächst links abbiegen. Okay, bin auf dem richtigen Biege Weg. nach links ab. Ah, das ist aber... Ey, die Immersion ist...
Wie, was gegen Verkehr? Gegen Verkehr. Ja. Was fahren die denn daher? Frech. Wo war nochmal die Hupe? Die ist bestimmt wichtig bei mir. Ja. Die klingt aber auch komisch. Aber die Immersion ist so viel geiler mit dem Lenkrad. Ja. Stocki? Hey, Donny! Ja, es ist an Dramatik nicht zu überbieten. Donny? Nein, ich habe nicht Donny gesagt, ich habe Johnny gesagt. Sag mal, ist das ein Renault? Das ist ein Renault, ne? Der LKW. Ja, genau, ist ein Renault, ja. Also siehst du, bei dem Renault dürfen sie anscheinend das Zeichen nehmen hier. Bei dem VW-Bussen, die vor einem vorhin gefahren sind, das durften sie nicht nehmen anscheinend. Ja, auf jeden Fall, Leute, holt euch Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator. Die Immersion ist echt geil, hier so drin zu sitzen. Das ist echt Achso, cool. American ist dann nochmal ein anderer, ja? Ja, genau, da fährst du halt in Amerika rum mit den amerikanischen Trucks. Oh, das ist natürlich auch cool, ne? Ja, ich hab's selber noch nicht probiert. Nessie hat's schon mal gemacht. Für den Euro-Truck-Simulator gibt es aber auch Rechts einen Mod, halten den du auch in und dann VR rechts benutzen kannst. abbiegen. Und zwar mit Autos. Dann kannst du da Ja, mal ein bisschen genau. und so fahren. Ah, okay. Biege nach rechts ab. Ja, genau, Nessie meinte gerade, bei den amerikanischen LKWs ist es halt so krass. Weil die LKWs so eine lange Schnauze vorne haben. Ja. Hier ist halt ja direkt vorne, geht's halt so gerade runter. Und bei den amerikanischen, die gehen halt so weit nach vorne. Ja. Hi, Bidi. Hey, Bidi! Ja, wunderbar, der Experte ist da. Ja. Ja, wie kann ich das Navi so machen, dass es nicht direkt vor meiner Nase erscheint, sondern Demnächst irgendwo, rechts wo es nicht so abbiegen. störend ist? Wir haben es mit F3 jetzt komplett ausgeschaltet, aber mehr Optionen gab es irgendwie nicht. Biege nach rechts ab. Ah, okay. Gut, dass ihr Da, was sagt. darf ich empfehlen, Bidi. Komm am besten mal hier auf den Stocki sein Discord. Kannst du mir das Genau, Bidi, wir sind im Discord-Sprachchat. Komm mal gerne rein, da kannst du mir ein paar Tipps geben. Aber nur, wenn du nicht zu schüchtern bist. Der Bidi ist schon sehr schüchtern. Ne? Muss man sagen. Boah, da kommt aber auch kaum hoch hier, die Auffahrt der LKW. Oh, scheiße, da kommt einer. Oh Gott. Boah, das war knapp. Ja, theoretisch kann man halt auch, wenn man nimmt, mehrere zur gleichen Zeit dieselbe Strecke fahren, könnte man einen richtig schönen Stream machen, wenn alle auf Discord streamen, ne? Geht ja, Ja, für jeden ja. einwandfrei. Ja, und dann halt das... Ah ne, das geht glaube ich nur bei, wenn du die Webcams überträgst, ne? Dass, wenn der spricht, dass der Bildschirm von dem dann angezeigt wird. Immer Genau, geradeaus. richtig. Wie viel kostet denn das Spiel, wenn es jetzt nicht im Sale ist? Das ist jetzt gar nicht im Sale. Das ist außerhalb vom Sale. Das war Ja, aber jetzt- er meint ja, wie teuer ist es, wenn es jetzt nicht im Sale ist? Ja, warte mal. Ich hab eben nochmal Das ist eine gute Frage. 10er? Oder so? Wenn es Echt? nicht im Sale ist. Nein. Nee? Teurer, kostet 20 Euro 20? bei Steam. Okay. Aber das Gibt's war, auch- das war jetzt gibt's echt auch oft bei im... Steam jetzt, ja. Immer wieder im Sale. Ja, das war jetzt öfters im Sale gewesen und immer für 4,99. Wie schnell darf ich eigentlich fahren? 80? Also- Die kommt gleich hierhin vorbei. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier? Was ist, ich bin in einer Grenze. Ja, hast du alles versteckt? Scheiße, wo ist Oder hast du, ne? Der Wodka, wo hast du den? Die Kippen? die Kippen? Unterm Sitz? Unterm Sitz, da habe ich so ein Geheimfach. Wunderbar. Ja, klasse. Was muss ich jetzt hier machen? Also ich fahre jetzt mal rein in diese grüne Markierung. Oh Gott. Ja, der Stream hier auf YouTube, der hängt aber deutlich hinterher, ne? Hinter dieser Ja, auf jeden Fall, habe ich auch schon gesehen. Ja, weil ich gucke nämlich hier gerade parallel und Ah. ein bisschen mit Ton, aber das ist ja dann fürchterlich, ich muss den Ton da ausmachen. Eingabetaste bitte. Ja, Da ist die. Namen Bidi. wie die? Hey Leute, könnt ihr mich hören? Hi, ja, wir hören dich. Ja, hallo. Geil. Wartet mal, ich will erst mal gucken, ob ich den Stream wieder hinkriege, weil ich mache das gerade hier über mein Telefon. Ja, geil, ne? Das Gott ist schon. Ah. Ey, was so ein Telefon alles kann heutzutage. Wenn du auf Anhieb Fernlicht einschalten kannst, bekommst du ein Sternchen. Oh, scheiße. Das habe ich überall rübergezogen hier, ey. Danke, Krishna. Ich bin beinahe einen Unfall gebaut wegen dir. Fernlicht, warte, Fernlicht.
scheiße, das war Pannenblinker. Okay, jetzt habe ich Licht ausgemacht. Mahlzeit. Ah, jetzt. Mahlzeit! Ich habe Fernlicht angemacht. Okay, es war nicht direkt auf Anhieb, aber... Oh, nochmal. Wie geht's? Wie steht's? Hab gehört, du liest heute noch eine gute Nachtgeschichte, Real. Ja, sogar eine etwas längere, die komplette Geschichte der Wolfskönigin. Okay, und wann geht's los? Ja, so gegen 12. Ich sag mal, wenn du fertig bist, dann brauche ich noch 10 Minuten. Okay. Ja, wir machen eigentlich auch nicht mehr lange. Ich muss auch früh raus. Ich habe zwar morgen eine Spätschicht, also ich könnte theoretisch ausschlafen, aber... Ja... Also theoretisch Ja, könntest Stoggi, du jetzt ausschlafen, aber ausschlafen tust du nicht. Entschuldigung. Ja, ach, das ist momentan so bescheuert mit meinen Schichten. Ich wechsle halt ständig hin und her von der Frühschicht in eine Spätschicht. Und irgendwie kannst du dich momentan nicht so richtig an einen Tagesrhythmus gewöhnen. Hat er einer gehupt? Ja, das siehst du an. Da einer gut. Wie jetzt hier bei uns Stoggi, was draußen? hast du für eine Frage wegen dem Navi? Achso, und zwar das Navi, das war vorhin hier so direkt vor der Nase irgendwie so. Das hat voll das Lenkrad verdeckt und das ganze Taro-Instrument und sowas. Jetzt haben wir das ausgeschaltet mit F3, es ist komplett weg. Genau. Rein theoretisch brauchst du das Navi auch nicht, weil deine LKWs eigentlich in deinem Armaturenbrett-Navi drin haben. Aber ihr habt wahrscheinlich einen Renault. Ja, genau, der das ist kein, so ein der polnischer kein Navi Renault hat, hier. serienmäßig. Ja, genau, der hat kein Navi. Der hat aber einen Getränkehalter. Kannst du's nur, ja, das ist geil. Und damit kannst du das aber wirklich auch nur vor deine Nase anschalten. Du kannst es nicht wegschieben. Okay, weil Nessig irgendwie meinte von wegen, man kann das vielleicht auch noch irgendwie so durchsichtig machen oder so, meinte sie, das ist Du transparent. kannst das, genau, wenn du mit F3 nochmal drauf drückst, also du machst das mit F3 an, Probier mal mit dann drückst F3 du nochmal. nochmal mit F3, dann wird es Nochmal? durchsichtig und nochmal F3. dann Ah, geht's ja, los. okay, jetzt ist es so ein bisschen transparent, ja, okay, alles klar. Genau. Aber Ähm, verschieben kannst du es halt nicht. ja, schade, das wäre halt cool, wenn du es noch irgendwo anders hinpacken kannst. Bidi, was hältst denn du von der Idee, mal in der Zukunft so einen großen Konvoi auf Discord zu planen, wo wir alle dieselbe Strecke fahren? Da geht leider nicht im Multiplayer, aber wir können ja alle unser Spiel in den Discord rein streamen. Und wenn dann 2, 3 Leute streamen wollen, dann kann man immer wieder die verschiedenen Perspektiven da rein zeigen. Also auch immer die, von Das denen wäre der natürlich gerade cool. spricht oder so. Ne? Da hätten wir so Ja, einen da emulierten müsste man's- Multiplayer. Genau, da müssten wir uns halt wirklich genau eine Strecke absprechen, wo wir Achtung, langfahren. achten Sie auf die Mhm. Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ja, dann halt wahrscheinlich auch ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen, wer schneller ist, wer langsamer ist, dass man ungefähr immer am gleichen Platz ist. Ne? Ja, und gleich, dass man ungefähr, ja gut, da wartet man halt auch mal an bestimmten Immer genau. geradeaus. So. Genau. Ja, das Also, ist- aber bei uns zum Beispiel, wir können ja, die freie Fahrt haben wir ja noch nicht, glaube ich. Also wir müssen ja erstmal dann irgendwie einen eigenen LKW kaufen, um eine freie Fahrt machen zu können, ne? Also Ja, wir, müsste ich ja dann auch mal an Venture Ja, Spiel genau. auch erstmal Also, kaufen. Das können wir ja mal so für die Zukunft machen. weil jetzt am Ja, Anfang ja, kannst du halt okay. nur diese vorgefertigten Touren nehmen. Warten wir auf den nächsten Sale oder so, dann hole ich das Bier noch. Achtung, Dann holt achten vielleicht noch Sie der ein auf oder die andere damit. Und vielleicht dann Geschwindigkeitsbegrenzung. durch den Stream holt sich dann im Sale noch der ein oder andere mehr dazu. Ne? Ja, also im Sale Boah. würde ich mir auf jeden Fall holen. Ja, ist mir gerade, war mir gerade richtig komisch, ne? Als ich aus dem Fenster rausgeguckt habe, nach hinten, ist mir richtig komisch geworden. Achtung, achten Sie auf die Also ich bin ja jetzt sogar am Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin jetzt sogar am Überlegen, ob ich mir das nicht jetzt schon hole, weil ich habe da jetzt echt Bock drauf bekommen, wenn ich hier so fahren sehe. Ja, ja, aber guck mal, Also ich 5 Euro ich und muss dir 20 ganz Euro. ehrlich sagen, ja, für 20 Euro machst du aber auch nichts verkehrt bei dem Ach, ist Spiel. nichts verkehrt. Und, Nee, klar. aber wenn ich ich weiß halt nicht, wir müssen mal gucken, ich weiß nicht, ob es das auf Steam auch gibt. Es gab auf CD oder besser gesagt auf DVD, keine Ahnung, als das noch in den Regalen stand, so eine Platin Edition und so eine irgendwas, da waren die ganzen DLCs schon mit drin. Also das Skandinavien DLC war da schon mit drin und ich weiß gar nicht was noch. Da kommt Okay. man vielleicht sogar günstiger, wenn man sich so ein Bundle holt. Ja, ich glaube, irgendwelche Bundles gab es. Habe ich auch gesehen, glaube ich, bei Steam. Naja, Berühmte Game of the Year Edition, nicht wahr? ja, so ungefähr. So, ja, Achtung, irgendwie. Da sind achten Sie einige auf die DLCs mit drin, die braucht man sich dann Geschwindigkeitsbegrenzung. extra kaufen. Und wenn das dann noch im Angebot ist, ne, dann Genau, Nessis meinte auch gerade, es gibt auch so ein Ja. DLC, da kannst du dann dein Cockpit auch so verschönern und schmücken und was Ah, weiß ja, ich ja, für ein ja, Scheiß. brauche ich. Ja, Ja, ja. da gibt es so viel zum Verschöner machen und tunen und keine Ahnung was. Da gibt's geile Also, Sachen. also man kann auch den eigenen LKW dann quasi dann ein bisschen aufmotzen, wenn man will. Ja. Ah. Das ist noch nicht, ich glaube, das ist noch nicht für jeden Hersteller draußen, aber für Mercedes muss es das wohl schon geben, für MAN, für, ich glaube, für 1 oder 2 gibt es noch, aber nicht für jeden Hersteller, da müsst ihr mal gucken. Ja, ja. Ey, ich finde das, Und- ich find das so viel geiler mit Lenkrad, das ist echt geil, das ist Wahnsinn. Natürlich.
Das ist unglaublich, oder? Die Immersion ist wahnsinnig. Aber ohne kann man das auch gut fahren, ja? Kann man Ja, auch gut fahren, ja. Also wir haben es vorher auch mit Gamepad gespielt, geht auch. Aber mit Lenkrad ist nochmal eine Ecke geiler, ne? Ja, das sitzt halt dann in der Karre richtig drin, ne? Ja. Ich sag mal, für so einen Euro-Truck-Simulator, da brauchst du wirklich schon kein teures Lenkrad. Enter-Taste. Ne? Da reicht wirklich ein sehr günstiges. Das ist ein bisschen natürlich komplett was anderes wie bei den Rennspielen, wo du natürlich einen erheblichen Vorteil hast, wenn du halt so ein 200 bis 300 Oh, Scheiße. Oh, die Schranke war noch nicht offen. Euro-Truck-Simulator ja nicht so, da fährst du ja ganz gechillt. Kannst du Sorry. so Also ich 30 rate den Leuten immer, wenn ihr euch ein Lenkrad kauft und ihr wollt wirklich auch mal vielleicht ein Rennspiel spielen oder irgendwie, ne? Ihr habt Spaß am Autofahren und wollt das gerne machen, dann ist für mich wirklich das T150 die preiswerteste Lösung zurzeit von Trustmaster. Das haben wir. Okay. Genau, was kostet weil das Ding? das kostet, wenn du es im Angebot kriegst, ca. 150 €. Ist viel Geld, ich weiß, aber hat halt schon ein sehr, sehr geiles Force-Feedback und das ist halt wichtig, wenn du dann wirklich mal Rennspiele spielen willst, weil ansonsten hast du halt nur so eine Zentrierfeder drin, die das Lenkrad immer wieder gerade zieht und da hast du aber in Rennspielen oder auch hier im Euro-Truck-Simulator kein Wackeln vom Motor, keine Bodenunebenheiten und nichts drin. Ne? Muss man halt selber wissen, was man mag, aber wenn du halt wirklich ein vernünftiges Lenkrad haben willst, das T150 Sie auf die ist das preiswerteste, was ich dir Geschwindigkeitsbegrenzung. empfehlen kann. Mhm. Okay. Und das sind auch so Pedale mit so Gas und Bremse, ja? Ja, genau. Gas und Bremse, Beim ja. T150 genau ist Gas und Bremse mit dabei und es gibt vom T150 aber auch noch, ich glaube, eine RS-Version, die ist ein bisschen teurer, die kostet, ich glaube, 170 oder 180 €. Und da hast du dann schon 3 Pedale dabei. Also wenn du Achten Sie irgendwann mal auf die aufgeben willst, auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Schaltung richtig, Ja, genau, das dann kannst ist du das auch. schön, wenn man schon eine Kupplung dabei hat. Das kannst du auch volle Kanne Aber erweitern, da muss dann ich- das Ding. Da muss ich wieder dazu sagen, da ist das Logitech G29 wieder ein bisschen besser, weil der Schalter vom Logitech Neu G29 berechnen. kostet 40 €, im Angebot manchmal 30 € und beim Trustmaster, wenn du da einen Achten Schalter Sie auf die dazu kaufen willst, der kostet Geschwindigkeitsbegrenzung. 130 €. Ich bin gerade voll durch die Tankstelle Achten Sie hier auf die gerast. Geschwindigkeitsbegrenzung. Okay. Sehr gut. Da muss man halt wirklich wissen, was man will und wie Gesundheit. weit man das Ganze treiben will. Aber Ja, ich zum hab Einstieg T150 ist cool. Ja, ich habe in der VR noch nicht mal Achtung, bisher so achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. gespielt. Also sowas in der Art habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Also das ist mit Lenkrad mega, aber da Ja, muss das man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ne? Also wir haben auch noch, außer jetzt Truck Simulator mit dem Lenkrad, noch nichts weiter gemacht. Achtung, achten Sie auf die Project Cars 2 wollte ich eigentlich nochmal Geschwindigkeitsbegrenzung. probieren. Ja, das ist ein Traum, Project Cars 2. Das ist geil, das ist so geil. Und vor allem Project Cars 2, da ist halt das Schöne, du kannst alles in VR übers Lenkrad steuern, auch die Menüs. Du brauchst keine Tastatur, keine Maus mehr dazu. Das Mhm. funktioniert halt richtig geil. Mhm. Ah ja, und das kann man das doch im Multiplayer spielen, dieses Project Cars? Ja, Ja, ja. Das ja, kannst du auch in klar. VR Ja. Multiplayer spielen, ja. Ja, okay. Ja. Mit, weiß ich nicht, 8 Da hat Leuten, der Henk, 8 Leuten, 10 Leuten Da hat oder der so. Henk zum Beispiel zu Ostern ein großes Event gemacht, wo relativ viele im Multiplayer im Livestream waren. Das war cool. Das war sehr cool, ne? Das hat richtig Laune gemacht. Da wart ihr doch alle besoffen. Die Frage, die man sich halt stellen muss, bevor man ein Lenkrad kauft, ist, hat man ein Spiel, das man regelmäßig spielt? Ja, definitiv. Das ist Wenn nicht, gibt es so und Genau. so viele tolle, brauchbare VR-Rennspiele und so weiter? Nein. Hast du ein Spiel, das du wirklich regelmäßig spielst, wo du sagst, da habe ich Spaß dran, das möchte ich gerne noch immersiver haben? die Dann Frage. lohnt sich das Lenkrad, beziehungsweise auch Botas und sowas. Ne? Wenn du jetzt sagst, hey, Elite, das sieht immer so cool aus, wenn ich das bei Giovanni mir angucke, dann Mhm. spielst du es aber selber und denkst, ach du Scheiße, das ist ja gar nichts für mich. Ja, dann hast du ein Botas gekauft für umsonst. Das ist dann scheiße, dann hast du 150, 160, was weiß ich, für den Euro ausgegeben. Und das rechnet sich nicht. Das wäre beim Lenkrad das Gleiche. Ja. Die Rennspiele, die Frage ist halt nur, hast du so ein Spiel, das du wirklich dann auch regelmäßig anfassen wirst, wo sich die Investition einfach lohnt? Ja, das stimmt. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Und dann Euro Truck Ausfahrt Simulator und rechts American nehmen. Truck Simulator, das sind bei mir die beiden Spiele, die ich am meisten zocke. Und ja, ich habe Die das Ausfahrt G29 rechts. und das lohnt sich definitiv. Wenn du das Spiel magst. Kein Ja. Problem. Ich Genau, finde bei eine dir neue rechnet sich Route. ein Lenkrad, weil du eben den Eurotruck Simulator Achtung, gerne spielst. achten Sie auf die Damit hast du schon mal etwas. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Ja. Der Tsubunabi spielt ja sehr gerne den Milky Way Simulator, ne? Also immer mit seinem Weltraumtruck unterwegs. Was für ein Simulator? Achtung, Milky Way achten Sie auf die Simulator. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, Elite Eurotruck Dangerous meint er. Simulator nur in Elite Dangerous.
Okay. Genau, weil ich habe dort ein Transportwesen sozusagen. Ich transportiere nur und fahre Taxi und sowas. Das wäre da auch mal was. Elite Dangerous mit dem Lenkrad. Achtung, achten Sie auf Da die würde sich für mich dann eher tatsächlich Geschwindigkeitsbegrenzung. Rotas lohnen. Ne? Also, Ja, aber es kommt ja auch noch Star Wars demnächst, ne? Das ist bestimmt auch nicht schlecht mit Rotas. ist bestimmt nicht schlecht mit achten Sie auf Rotas. die Aber ob ich Star Wars Geschwindigkeitsbegrenzung. so ausgiebig spiele, dass sich deswegen die Investition lohnen würde, weiß ich nicht. Ja, aber sag mal, Aber bei Elite weiß ich's. ist wieder ein Spiel mehr, weswegen das in Frage kommen klar. würde, eventuell. Ja, ich würde mir wahrscheinlich erstmal das Spiel kaufen, erstmal den normalen Achtung, Controller achten Sie auf die probieren und, Geschwindigkeitsbegrenzung. wenn das mitreißt, kann man ja immer noch ein Lenkrad kaufen. Bitte rechts Ja, halten. im Euro-Truck-Simulator, wenn du wirklich nur den Euro-Truck-Simulator spielen willst, ja, dann reicht wirklich auch so ein Lenkrad für 30 bis 50 Euro. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Grundsätzlich schon, aber beim Lenkrad würde ich tatsächlich auch eher ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Einfach damit das Lenkrad auch eine Weile hält. Was du billig kaufst, das kaufst du häufig 2- bis 3-mal. Ja, da gibt es auch Aber- Unterschiede. Da gibt es schon Unterschiede, klar. Aber ich finde jetzt Natürlich, das T150, was wir jetzt hier haben, also ich finde, das fühlt sich mit absolut nicht billig an oder irgendwie sowas. Also das ist, Thrustmaster macht tolle Lenker. also das ist jetzt hier kein Lenkrad für 50 Euro, gibt es auch schon welche oder sowas. Ja? So eine komischen Dinger, wo alles aus Plastik ist und sowas. Also hier die Schaltwippen, die sind richtig aus Metall und das fühlt sich Kunstleder und so, das fühlt sich richtig gut an. Also das T150 hatte ich auch mal für eine relativ kurze Zeit Mhm. und war da echt zufrieden damit eigentlich. Das Einzige, was mich halt dann ein bisschen gestört hat, aber ich bin halt da ein bisschen blöd, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. In den Rennsimulationen war mir das Force Feedback zu, naja, wie soll ich sagen, zu krass irgendwie weil das läuft, ich glaube, beim T150 alles noch über Zahnräder und beim G29 hast du da, ich glaube, schon einen Riemen drin, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, okay. Beziehungsweise beim G29 ist das alles ein bisschen smoother, nicht ganz so rabiat, sage ich jetzt mal. Und Rechts aber halten. ansonsten ist Dann 450 Ausfahrt mega rechts geil das nehmen. Lenkrad. Also ich hätte es behalten, wenn ich nicht so ein Faible für Rennsimulation hätte. Nimm die Ausfahrt rechts. Also ich hatte mir vor Ewigkeiten von Speedlink eins gekauft für, keine Ahnung, auch so 50, 60 Euro in dem Dreh. Mhm. Und es wurde halt von einigen Seiten uns weiter empfohlen, so als totales Einsteigerteil. Da dachte ich, okay, probierst du aus. Aber in VR, es fühlt sich billig an. Das wird ganz oft schlecht oder auch gar nicht erkannt. Es gibt keinen ordentlichen Treiber-Support und so weiter. Mhm. Also da sagt mir inzwischen auch, hättest du da mal ein paar Achtung, Euro mehr achten Sie ausgegeben, auf die was Anständiges geholt, Geschwindigkeitsbegrenzung. das heute vielleicht auch noch unterstützt wird von Windows. Ja. Also es gab damals so 1, 2 Spiele, mit denen man super spielen konnte, wo das Lenkrad unterstützt wurde. Und heute hier Project Achtung, Cars zum Beispiel. achten Sie das auf macht die richtig Schwierigkeiten. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Ja, Was halt auch noch eine Überlegung lieber wert einen Pfennig ist, mehr ausgeben und auch dann den Support auch dafür haben. richtig, was halt noch eine Überlegung wert ist, ich weiß halt nicht, das G29 ist ja quasi ein PS4-Lenkrad, ne? Was am PC funktioniert und an der PS4. Und Sony hat ja gerade gesagt, dass alle Peripheriegeräte, die speziell für die PS4 gebaut wurden, also auch von Fremdherstellern für die PS4 Okay, gebaut lass wurden, uns eine neue Route wahrscheinlich für die finden. PS5 auch funktionieren. Mhm. Und dort sollte man ja schon wieder überlegen, gut, das Thrustmaster T150, das kriegst du wahrscheinlich weder an die PS4 noch an die PS5 dran, das G529 eventuell dann schon. Das Also wenn man- T150? Doch, Oder doch. ist das ein PS4-Lenkrad? Ja, das ist eigentlich ein PS4-Lenkrad. Das hat auch groß hier könntest- PlayStation-Logo oben drauf. Du kannst es, okay. und wenn du einen PC machen möchtest, musst du den Schalter umlegen auf PS3 und PC. Und ansonsten okay. ist es ein Dann PS4-Lenkrad. Dann könntest du dem guten Stück sogar Glück haben, dass das sogar an der PS5 läuft. Ja, denke ich mal. Oh, da hinten guck mal, ist ja hier Achten Sie auf Funkturm. die Wir sind in Berlin. Wir sind zu Geschwindigkeitsbegrenzung. Hause. Also zwar am anderen Ende der Stadt, aber wir sind da. Ist das denn an dem Spiel eigentlich original so nachgebaut? Nee, So- nein, also du hast halt so ein paar markante Punkte hier halt, den Fernsehturm und Ja. sowas, aber ansonsten, Okay. Das wäre auch ein bisschen Links happig. halten Also stell dir und vor, dann du hast links abbiegen. von Hamburg nach Berlin was zu transportieren, du bist ja 3 Stunden unterwegs, Biege nach links wenn du ab. sauber durchkommst. Ja. Ja. Also ich meine, es heißt Simulator, okay, aber übertreiben muss mit der Realität muss man es dann auch nicht. Nee.
Aber es, Aber- es gibt bestimmt einige Cracks, die das gerne Links wirklich halten absolut und Echtzeit dann links spielen abbiegen. würden. Mhm. Bin ich mir ganz sicher. Also es gibt eine Mod, ich weiß aber nicht mehr, welche Stadt das ist. Keine Ahnung. Da hat Biege einer nach wirklich links die ab. komplette Stadt nachgebaut und die Umgebung. Also da fährst du dann wirklich in Echtzeit durch die Stadt durch. Okay. Das ist total irre. Ja, aber ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war. Ja, das war geil. Ich habe auch, Ja. das war glaube ich damals noch auf der PlayStation 1 gewesen, da hatte ich auch ein Lenkrad und bin dann bei Formel 1, was war das, 95, 96, dann auch die Rennen in Echtzeit gefahren. Also mit Qualifikationen vorher dann eine Stunde und dann die Rennen in Echtzeit, dann was war das, 70 Runden oder so, irgendwie so ein Demnächst Kram. rechts abbiegen. Du meinst Ja, Microprose Grand Prix 2. Das war die Saison 95, 96. Nee, nicht, Biege nee, nach das hieß rechts Formel ab. 1 95 direkt. Von, was war denn das? War das nicht, glaube ich, auch von Psygnosis oder so? Keine Ahnung. Also ich weiß, bei DTM Race Driver damals gab es auch sowas. Da konntest du zum Beispiel die 24 Stunden Endlich, von Le wir Mans sind konntest da. du 1:1 fahren. Also Das muss war ich schon sagen, recht nice dann. Ich habe das tatsächlich mal gemacht. also von den Einstellungen und Strecken war Grand Prix 2 richtig geil. Von Microprose auf jeden Fall. War mein Lieblingsrennsimulator. Über Jahre hinweg. Muss ich jetzt hier noch einparken? Parken ist meistens recht sinnvoll, wenn du eine Fracht abliefern sollst. Folgende Taste drücken, um Anlieferung abzustimmen. Eingabe. So aus der Fahrt ist dann für Fortgeschrittene. Aber hier steht erstmal, ich muss die Eingabetaste drücken. Kann ich das Also hier machen? denke, du hast Jetzt es Enter. ich denke, du hast es auf einfach eingestellt und damit macht er das alleine. Da brauchst du nichts machen. Nein, ich kann es jetzt auswählen. Sorry, bin gerade in Eile. Auf Nummer sicher gehen oder wo willst du die Ladung stehen haben? Naja, dann machen wir natürlich das Schwierigste. Na dann. Ja. Oh. Jetzt fährst du wieder ein letztes Truck Also. kaputt. Komplett selbst einparken. Der zeigt mir jetzt hier, glaube ich, die Parkposition an. Also da vorne links um die Ecke. Okay. So, es gibt Schub. Wie willst du denn da jetzt das sehen? Ach ja. Das verspricht jetzt unterhaltsam zu werden. Ja, das könnte gut werden jetzt hier. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt eure Chips bereitgestellt. Um das Parken des Aufliegers zu überspringen? Ja. Nee, nein, wollen wir natürlich nicht. Warte noch bitte mit dem Parken, ich hole mir kurz eine Fasspause. Ich dachte ein Fass, sagst du jetzt. So lange Ja, dauert's Hat er nur auch doch nicht. gesagt, ein Fass Brause. Ja, ein Fass Brause, ja, so lange dauert das auch nicht. Na, wir werden sehen. Pass auf. Ich pass auf. Ich zeige euch mal, wie das geht. Boah, Stefanie. Das muss der Zubenabi selber lesen. So, pünktlich da. Oder hast du schon eingeparkt? Nee, ne? Naja, fast, Stephanie hat- fast. Stefanie hat eine Frage an dich gestellt. Ja, Zubenabi. ich lese sie gerade. Ich muss mich über den Namen erstmal kurz beäumeln. Da steht da nur Zubenabi, oder? Ja, so in etwa. Also, wann streame ich? Ich warte jetzt, bis Stocki fertig ist. Wie spät haben wir's 10 denn? Minuten später bin ich online. Wie spät haben wir es denn? 23:18 Oh, scheiße, irgendwie bin ich ein bisschen schief. Ja, 23:18 Uhr. Uhrenvergleich bestanden. Noch Zeit. Naja, ich park hier noch ein und dann machen wir Feierabend. Was? Oder? Wollen wir noch eine Runde fahren, eine kleine Oh, Tour? noch eine Tour noch. Ich muss mal Kommt kurz... drauf an, wie schnell du das schaffst. Ne? Naja, stimmt, ja. Erstmal einparken. Ja, vielleicht findest du ja noch eine kurze. Also nach Barcelona oder so, nichts lange. Ja. Ach, Stopp. ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ne? Genau. Das Gemeine ist, wenn du dich hier auf die Tür hier auflehnen willst oder sowas, um rauszugucken, so, und da ist aber keine Tür. Ich hab Zeit, sagt die Chefin. Da bin Ja, ich weil mal es ganz Männer- böse gegen Männer- die Wand geditscht. Männer beim Einparken, Stefanie. Männer Hier ist beim halt keine Einparken. Wand, ich würde einfach so vom Stuhl runterfallen. So. Ja, siehst du, ich hatte da eine Wand und bin da voll dagegen gerammelt. Ich sehe jetzt halt. Ja, ich sehe halt jetzt überhaupt nicht, wie meine Räder vorne stehen. Frag doch mal Nessie, ob sie für dich schreibt. Kannst du mal den Einweiser spielen? Stell dich mal hinter mich. Sabiz. Wenn's matscht, noch ein Liter. Ich glaube, ich hab's gleich.
Pass auf. Stocki, dafür wirst du aber Blumen kaufen müssen. Ja, auf jeden Fall, jeden Fall. Mein Mann hat mir gestern Blumen mitgebracht. Jetzt muss ich wieder 2 Wochen lang die Beine breit machen. Wieso? Habt ihr keine Vase? Oh Gott, das ist voll anstrengend. Navi. Schön. Also bitte. Der ist von Hartwig Kerkeling, der musste raus. Ja, ich mag den Humor von Harvey Kerkeling. Ja, ja. Kein Pardon war ein super Film. Muss mal bei Gelegenheit Ja, wieder. ich stehe drin. Das ging ja einfach. Ja, es ist nicht super gerade, aber ich bin drin. Ah, cool. Drin ist drin. That's what Das he ist drin, said. ja. So, was soll ich jetzt drücken? T oder Joy-Button 3, bitte. Dreieck, sagst du? Absatteln. Stützen werden gesenkt, Leitung getrennt und Sattelkupplung, bla bla bla. Das Ausgezeichnet. hört sich auch an. Das hört sich an, absatteln. Gefahrene Strecke, Ja, fast Sekunde, 300 Leute, Kilometer. ich geh doch schnell absatteln. Okay. Puh, wir sind Level 12. Geübter Arbeiter sind wir. Ja, super. Krishna gratuliert dir auch. Krishna, danke. Ging doch richtig gut, oder? Stefanie. Genau, Stefanie, drin ist drin. So, Moment. Genau, Applaus. Danke, danke. Ja, Ja. super, Und Stocki. es, Du bist es der Beste. ging doch richtig flott. Ja, ja. So, also ich gucke mal jetzt, ob noch hier eine kurze Strecke irgendwie verfügbar ist. Achso, das sind ja hier die Schwerlasttransporte. Schwerlast finde ich immer ein bisschen lahm, Also die Nessie ist ja damit ziemlich oder? schnell. Die ist da echt. Ja, gut, das war aber auch Nessie. Ja gut, ich mach ich schnell mach ich so einen Schwerlasttransport. Berlin-Stettin, ist das weit? Nö, oder? Stettin ist Polen. Wo steht, wie weit das ist? Kaum Von Kratzer. Berlin nach Polen, was mögen es sein? 300 Kilometer, 350, keine Ahnung, sowas in der Ecke. Bin die Was lang nochmal? gelaufen und hab's gemessen. Wo sagst du, Nessie? Wenn ich es Hast du anklicke? recht? Du musst anklicken, genau, dann hast du oben So. links oder oben auf der Karte. Ach steht da, dann- ja, Streckenlänge, Fahrzeit, okay, alles klar. 187 Kilometer, 2 Stunden 48. Ist nicht lange, ne? Nee, das ist 2 Stunden ganz nach, cool. nö, so viel Zeit haben wir noch, das ist okay. Von Berlin nach Stettin, ja, gut. Mach ich. Was transportieren wir denn? Ein schweres technisches Teil. Imperiale Sklaven. Nee, nur Teile von Todesstern. Achso. Das ist Kaum ein technisches Teil. Was ist das für ein Bus, Stefanie? Ich fahr keinen Bus. Ich fahr hier einen LKW. Kaum Kratzer am LKW. Mein Gott, Stocki. Ist doch egal, ob Bus oder LKW. Ist aber klein. Genau, ob Bus oder LKW, Hauptsache du transportierst Fleisch. Genau. Das ist Ja, genau. das erste Mal, dass ich jetzt so einen Schwerlasttransport mache. Ja, jetzt kommt auch wirklich mal in VR die Größe der Kiste erst zur Geltung. Als ich vorhin das bei Nessie gesehen habe im Stream, ne, das kam überhaupt nicht zur Geltung. Die Kiste sah total Ich finde das Wetter blöd so geil, aus. ne? Also auch gerade den Tageswechsel und so. Ich sag dir, da ist bestimmt kaum was drin in der Kiste. Ich kenne das doch von Arbeit immer. Da ist auch mal eine riesen Verpackung, dann packst du aus, da ist da bloß so ein kleines Futzelchen drin. Ja, du transportierst jetzt gerade gleich einen, Gott, wie heißen die Prozessoren von Genau. AMD nochmal? Eine VR-Brille, sagt Nessie Ein gerade. Threadripper. Ein Threadripper. So von der Grundfläche haut es ja ungefähr hin. Nein, ein Prüfwürfel. Also, Ein Prüfwürfel. Achtung, folgende Regeln. Vermeide jeglichen denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fracht zwischen ihnen. Ja. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Alles klar, weiß ich schon, was ich machen werde. Komme Voll nicht die vom Tankstelle. Wege ab. Sonst kommt der böse Beachtet, Wolf. beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr und Spurwechselmanöver. Fahrer Ja. Ohren. Aha.
Ja, gut, also mal auf die anderen Fahrzeuge da achten, ne? Auf die. Anderen Verkehrsteilen. Nee, auf meine Begleitfahrzeuge, die schreiben mir halt vor, wann ich irgendwie Ja, Spurwechsel machen soll und so, ne? Genau. einer Genau. vor dir, einer hinter dir. Erst schert der hintere Lass uns aus, dann der loslegen. vordere und du klemmst dich dann dazwischen. Also wenn du dich an den Vorderen hältst, ist alles safe. Genau. So, Motor ist an. Das ist schon mal gut. Das würde durchaus helfen, ja. Licht an. So, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Ja, ich muss auch sagen, Krishna, mir gefällt so was eher wie Wipeout. Wipeout finde ich dann doch ein bisschen zu hektisch. Ja, Viper ist aber auch ein geiles Spiel. Ja, also mir Aber das ist gefallen- natürlich wesentlich chilliger hier. Ja, aber ich bin auch kein Fan von den, also von so krassen Arcade-Shooter. Ach, da ist der Ausgang. Ach, Buddy. Arcade Funracer, ja? Hier, du hast ja jetzt hier Constructors gespielt und so, ne? Hast du auch schon mal Pavlov gespielt? Ja, Pavlov habe ich auch. Ja, und was findest du besser? Ein Constructors finde ich besser. Ja? Mhm. Okay. Kreis drücken, sagst du, um die Lampen anzumachen. Pavlov ist auch sehr gut. Ja, und warum findest du Constructors Ja. besser? Grafik ist hübscher. Ist nicht ganz so schnell wie Pavlov. Also du kommst auch mal selber mal zum Abschuss. Was ist Und- kritisch? Hm? Okay, Entschuldigung, ja, weiter. Und Biege ja, nach rechts deswegen, also ab. Constructors gefällt mir besser, aber du wirst, Pavlov wird halt mehr gespielt, ne? Okay. Das ist natürlich ein Pluspunkt für Pavlov. Ja. Beides gute Shooter, also ich kann dir beide wirklich empfehlen. Ist halt nur für einen immer die Frage oder für mich, wann das eine und wann das Links andere, halten ne? und dann links Ja, abbiegen. okay. Also ich sag mal so, ich finde Constructors angenehmer als Onward. Weil bei Constructors ist es ein bisschen easier, sag ich mal. ein bisschen Biege entspannter. nach links ab. Das ist halt einfach Multiplayer-Shooter, gib ihm Baller weg. Mhm. Ne, bei Onward ist ja hier noch entschärfen und da noch einen Code merken und das noch, oh, das ist mir zu Ja. viel. Ja. Hat jemand Onboard von euch schon mal auf der Quest jetzt gespielt? Ja, ne? Ne, auf der Quest nicht. Ich habe Vorher gehört, auch dass die Quest zerschießen soll, also nein, danke. Ja, aber Also die haben ich ja hab- mit dem 1.8er Update jetzt das Ding voll gecrashed, ne? Also die Gaming League Niki, die war ja zutiefst erschüttert, was die aus Onward jetzt gemacht haben mit dem Update, weil die das downgegradet haben auf dem PC, damit es mit der Quest im Crossplay läuft. Also das ist schon Ja, das habe ich auch gehört, ja. Also ich habe mir bisher nur das Tutorial angeguckt auf der Quest. Mehr noch nicht, aber ich wollte es mir eigentlich die Tage irgendwie nochmal anschauen. Am besten irgendwie im Koop oder Multiplayer-Modus oder irgendwie so ein Kram. Muss ich mal gucken. Ja, Onward war, wie gesagt, nie meins. Mir viel zu Ja, ich kompliziert für einen gemütlichen Shooterabend. Aber Constructors kann man gut zwischendurch einfach mal reinschieben, muss man nicht groß nachdenken, einfach ballern. genau. Constructors ist halt ein bisschen arcadiger und Onward ist halt so taktischer Shooter, ne? Genau, Onward ist sehr, sehr taktisch. Finde ich ja auch cool. Taktische Shooter mag ich auch sehr gerne. Aber wie gesagt, dieses, dass mir da, während ich da aufpasse, nicht erschossen zu werden, dass mir irgendwelche Codes merken muss und so weiter, das ist mir ein bisschen zu viel Denken, sag ich mal, beim Spielen. Ne? Beim Shooter will ich Okay. bitte Hirn aus und. Das fand ich im Tutorial auch so ein bisschen. Muss ich mir den Code jetzt echt merken? Okay, ja, anscheinend. musst Ja, Onward Ich ist mein, auch ein Shooter. Also was für viele Leute ist es was und viele finden es total geil. Das kann ich auch voll nachvollziehen, dass ein schöner taktischer Shooter ist. Aber bei Constructors kannst du auch sehr taktisch vorgehen und auch bei Pavlov kannst du schön taktisch vorgehen. Aber halt im Sinne von, ich schleiche Bitte jetzt rechts vorsichtig vor, wir positionieren uns an günstigen Stellen und Mhm. ich muss nicht vorher noch da an irgendwelchen Schalttafeln rumfummeln und kommen da vielleicht gar nicht Mhm. mit klar und so. Dass man Ja, muss mal sagen, gucken. dass der Onboard zu realistisch ist quasi. Ja, das ist schon schön. Also ergänzen sich alle miteinander, das drei Shooter. Naja, so hat jeder was für sich und das ist auch gut so. Ich bräuchte noch für den PC noch sowas wie den Aim-Controller hier für die PS4. Ne? Ganz stark. Ganz Stock. Es gibt ja Ganz ganz stockig. also das ist ja kein Thema. Achso, die gibt's, ja? Hat sowas jemand von euch? Ja. Es Nee, gibt Gunsticks und da kannst du die Controller, die Touch-Controller, dafür gibt es das und auch für die Vive-Controller. Kannst du dann quasi ranschrauben, ranmontieren, dann hast du halt einen festen. Die sind nicht ganz billig, aber richtig Das gut. Gewehr. Diese von ProTube oder Mammut, die beiden Firmen werden gerne genommen. Rechts Da gibt es halten halt die mit den und dann Magneten, Ausfahrt die würde rechts man dann auch nehmen. empfehlen, weil wenn du mal Ja. dann
nachladen musst, etc. und den abziehen Nimm willst, die geht das Ausfahrt alles viel rechts. schneller. Ne? Ja, Nee, das stimmt. Aber ist halt nicht günstig. Ne? Da kostet so ein Gunstock auch mal so um die 100 Euro. Ja, oder noch mehr, glaube ich, teilweise, ne? Also 150 oder so habe ich auch schon mal gesehen und so. Naja. Ja gut, der Aim-Controller ist ja jetzt auch nicht so günstig, ne? Naja, Also so um die 50 oder so. oder? Ja, Naja, mit Spiel zusammen. 80 oder 70 oder so, oder? Und der Aim-Controller ist ja eine richtig geile Hardware, wo du dann noch Knöpfe dran hast, etc. Mhm. Das ist ja wirklich nur ein Rohr, wo die Controller einfach nur dran befestigt sind, ja? Also im Ja. Endeffekt Die Controller bleiben ja die gleichen, du hast nur einen Stock. Ein Stock, ja. machen sich Ja, auf den Wald gehen und sich einen Stock nehmen, dran legen. Im Prinzip könnte man sich so ein Ding auch wunderbar selbst zimmern. Da habe ich auf YouTube einige hübsche Videos gesehen, wo sich Leute genauso was gebastelt haben. Geht im Prinzip auch. Mhm. Also ich wäre froh, wenn es so was wie einen Aim-Controller nochmal geben würde für den PC. Ja. Genau, das finde ich auch cool. Ja, Ja, das das ist würde dann ich die auch schon. Frage, womit soll er kompatibel sein? Mit Lighthouse, mit Ja. Rift, mit Mhm. Windows Mixed Reality? Alles, Genau, dafür gibt's alle. einfach zu alles viel drei Headsets, wirst du ne? nicht drin haben. Ja, Oder ja. das Ding kostet dann eben auch wieder 400, 500 Euro. Damit Ja. alle Technologien unterstützt werden können. Schon hast du ein Problem. Ja, nee, die jeweiligen Brillenhersteller ihre eigenen Aim-Controller. Ja. Ich fand halt, als wir hier, in dieser VR Nation hier in Berlin waren, da haben wir auch so einen Shooter, so einen VR-Shooter gespielt, im Koop zu viert konnte man das dann spielen. Und da hat man so eine Stalker, hießen die Waffen. Da kostet, glaube ich, eine, habe ich gesehen, ich weiß nicht, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt 1500 Euro war oder 3000 Euro oder sowas. Aber die waren so krass gewesen. Boah, ey, die waren richtig übel. Sind das diese fetten Gewehre, die auch schon aussehen wie Ja. Science-Fiction-Gewehre? Ja. Und die waren halt auch so ein Ding. die waren sau schwer gewesen erstmal. Nessie konnte die kaum halten, die Dinger. Ey, das war richtig übel gewesen. Und die haben einen krassen Rückstoß gehabt. Ey, das war richtig krass, war richtig geil. Und da musstest du zum Nachladen musstest du immer so unten raufhauen. Die hatten unten so einen Schalter. Und dann musstest du von unten immer so, als wenn du so ein Magazin von unten reinhauen würdest, musstest du von unten immer so gegenhauen. Das war ziemlich geil, ja. Konntest du immer noch an der Seite konntest du noch verschiedene Waffen, Feuermodi und so umschalten. Ja, das war echt geil, das Ding. Glaube ich dir gerne. Wobei halt immer diese futuristische Optik, die brauchst du ja nicht, ne? In VR. Ja gut, die Optik ist im Prinzip ja egal. Ja, Also mal letzten Endes ist die Optik ja im Prinzip auch nur dafür da, dass sie dir ordentlich Gewicht auch reinballern konnten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da nicht nur Technologie, sondern auch ordentlich Material dann drin steckt, das es einfach schwer macht, um eben auch das Gewicht eines Gewehres zu simulieren. Ja. Was ich persönlich, also Rechts ich halten. persönlich finde ja Und dann die Ausfahrt rechts Controller nehmen. der Vive Cosmos einfach deswegen eigentlich geil, weil die so schön schwer sind. Ne? Dass du da, Nimm die wenn du eine Ausfahrt Pistole rechts. festhältst und so, das wiegt ja alles ein bisschen was. Das stört mich bei den Touch-Controllern, dass die so scheiße Sehr leicht leicht sind. hinten. Ne? Wenn ich da ein Schwert schwinge, ich habe keine Ermüdungserscheinung. Aber also ganz Da ehrlich, hätte ich also gerne mal so, also also- müsste mir mal ein Gewicht oder sowas an die Hand machen oder so, dass ich da wirklich auch spüre, dass ich jetzt was Schweres festhalte. ich bin hängen geblieben. Ich bin an einer Leitplanke. Mit Bleiweste und Gewichte für die Gelenke. Die Armgelenke. Aber diese Stalker-Waffe, die wir da hatten, also die möchte ich aber ganz ehrlich nicht irgendwie 4 Stunden Firewall, möchte ich nicht 4 Stunden lang diese schwere Waffe da in der Hand halten, ey. Nö, will man natürlich nicht. Ja. Ja, deswegen Blei für die Handgelenke so Blei. Ja, genau, so eine Dinger gibt es ja hier für Sportler und so, ne? Ja. Zum Trainieren. Genau. Ja. Und da wäre das vielleicht ganz witzig, dass du einfach ein bisschen Gewicht noch auf der Hand hast. Für die perfekte Immersion. Ey, ich habe immer noch so üble Muskelkater von meinem letzten, was war das nochmal? Blade and Sorcery Stream, ja. Und jetzt stell dir vor, Du dass hast du da noch Gewichte mit dran hast. genau. Ja. Du mich auch. Aber solche Dinge habe ich zu Hause rumliegen, das muss ich mal ausprobieren. Powerbeats hast du auch letztens gespielt, oder, Buddy? Powerbeats habe ich auch letztens gespielt, ja. Aber Also wenn du so eine Dinger rumliegen hast, ne? Beat Saber und dann so eine Dinge am Handgelenk, na, das ist doch das perfekte Workout, oder was? Ja, Ja, auf jeden Das Fall. stimmt, ja. Ne, Stefanie, Da was geht's wäre noch für dich, oder? So ein bisschen Challenge. Noch ein bisschen Gewichte noch beim Beat Saber spielen an den Handgelenken. Achtung, achten Sie auf die Das sähe Geschwindigkeitsbegrenzung. auch cool fürs Video aus. Ne? Nee, die Ja, Stefanie. am besten den ganzen Arm eingepackt mit den Teilen.
Hardcore-Modus hier. Also die Stephanie, die Me, I and Herself, die ist, gehört ja mit zu einer Deutschlands besten Beat Saber Spielerinnen, ne? Neben mir. Nee, du bist Ja, genau. Aha, du gehörst zu den besten Beat Saber-Spielerinnen. Ah, Ja. alles klar, Frau Stocki. Ich habe ja die Stephanie gesehen, Stocki. Die ist halt richtig gut, ne? Also die ist wirklich richtig gut. Und die macht auch Videos hier auf YouTube. Der Kanal heißt halt Me, I and Herself. Und der ist wirklich toll. Schon an der Stelle mein. Ja, da sieht man dann immer den großen Unterschied zwischen Gefühl, also persönlicher Wahrnehmung und Ja. tatsächlicher Erscheinung. Man glaubt, man kämpft sich dabei weiß wie ab und dann guckt man sich Stefanie an, wie sie bloß im Handgelenk so. Ja. Ja. Ach so, Ja, ohne ja. Bewegung. Ja. Die hat dazu drauf, das ist Wahnsinn. Dann hat sie da als Bewertung ein S Plus stehen und ist in der Rangliste auf Platz 10, 9, 8, sowas in der Richtung. Und du Achtung, sagst dir, achten Sie auf die ich denke, man soll, wer weiß, wie Geschwindigkeitsbegrenzung. schwingen. Naja, Ja. aus dem Handgelenk. Die cheatet einfach nur. Die cheatet. Das ist gar kein Workout, was sie da macht. Die hat Skill. Wir müssen mal eingestehen, die können auch alle besser Truck Simulator fahren als wir, die Frauen. Ja? Haben wir heute ja wieder gesehen. Ne? Man Ja, muss und das sind anerkennen. bessere Strategen und, Ich hab perfekt und eingepackt. sind uns in allem überlegen. Komm. Die sind total überlegen. Das werden wir am Samstag Was beim einige Pokerturnier mehr sehen. voraus haben, ist die sexy Stimme. So. Du, das werden wir am Samstag beim Pokerturnier sehen, ob Nessie Ach ja. sich durchsetzen kann. Ich Da war wird uns ja Leni fertig Achten Sie machen. auf wirst die du? Ich war ja Geschwindigkeitsbegrenzung. bankrott, nachdem ich da richtig auf die Pauke gehauen habe in PokerStars. Und heute habe ich wieder dran gedacht, mal am Rad zu drehen. Hab mal Ja. 9000 Credits bekommen und bin jetzt wieder auf 39.000. Sehr gut, ja. Ich hatte schon mal 50.000, als ich am Rad gedreht habe. Am Rad gedreht. Nee, das hatte ich mal so. Ich hatte mal einen relativ hohen Kontostand. Ja, ich habe 360.000 oder so. Oh, nee, so viel hatte ich mal. Ich war immer fleißig. Ich habe gerade mal 11.000 oder so. Naja, der Stocki spielt ja auch ständig. Ne? Also Ich spiele auch ständig, ja. Und eigentlich, das, was wir da gerade sehen, ne, das ist eigentlich eine Aufzeichnung. Momentan Ja. sitzt er wieder am Tisch und spielt. Nö, ich mach das gleichzeitig. Die LKW-Fahrer, die machen auch immer nebenbei irgendwas anderes, oder? Die gucken noch irgendwie Filme oder, weiß ich nicht, kochen sich noch einen Kaffee oder so. Keine Ahnung, was die noch so machen. Ja, das ist halt Schöne, ne? Mit dem Oculus Desktop Stream könntest du jetzt rein theoretisch, wenn du jetzt auf dem Discord wärst, dann einfach eine Netflix-Serie oder so beim Fahren gucken, ne? Ja, das stimmt. Das habe ich beim Poker jetzt immer gemacht. Beim Poker habe ich mir dann oben rechts immer mein Netflix reingehauen. Mhm. Die anderen Mitspieler habe ich alle gemutet und dann habe ich in Ruhe Enterprise weitergeguckt. Ja, geil. Ja. Wo bist du jetzt da? Staffel 4 ungefähr in der Mitte. Und was sagst du zu der 4. Staffel? Naja, es sind ja ziemlich viele so Doppelfolgen oder teilweise auch drei Folgen oder sowas, ne, die dann mal so eine Geschichte erzählen. Ja, finde ich bis jetzt nicht so geil, die 4. Staffel, muss ich sagen. Ehrlich? Mhm. Ah, mir hat die so geil gefallen. Also ich hab die gefeiert. Ja, die ist ziemlich viel Fanservice und so, ne? Ja, richtig geiler Film. Ja, Deswegen gefällt die mir so gut. Das ist immer die Frage, ne? Steht man auf Fanservice oder nicht? Ich persönlich fand Star Wars Episode 9 zum Beispiel total cool, weil es rein rassiger Fanservice von vorne bis hinten ist. Nee, das ist nochmal ein bisschen, also Star Trek 4. Staffel ist halt wirklich richtig krass. Du hast einmal die ganze Geschichte mit den Augments, wo Brent Spiner auch mitspielt. Also für die Zuhören, ne, der Darsteller von... Naja, Fanservice eben. Ne? ja, genau, bei der Folge war ich jetzt gerade gewesen mit Brent Spiner. Ja, aber das umfasst ja so viel noch. Also die ganze Augments-Geschichte. Dann der Twist mit den Klingonen dabei. Dann hast du mit den Viren die Kiste, also mit der Cold Station. Mhm. Aber du hast jetzt in der 4. Staffel irgendwie nicht so den roten Faden, den du halt sonst in den anderen Staffeln bisher hattest, so dass halt irgendwie 3. Staffel halt war halt die Auseinandersetzung mit den Xindi gewesen und jetzt in der 4. Staffel hast du halt irgendwie immer nur so 2, 3 Folgen, die aufeinander aufbauen, aber der Rest irgendwie, ich habe den roten Faden noch nicht so entdeckt. Bist du jetzt bei den Folgen auf Vulkan oder hast du die auch schon durch? Auf Vulkan? Was ist denn auf Vulkan? Ähm, Achso, dass der Horata oder was, wie heißen die? Das Oberkommando, dass der eine Typ, der jetzt abgesetzt wurde, dass es jetzt ein neues Oberkommando gibt? Oder das Oberkommando aufgelöst wurde oder sowas? Da war ich jetzt gerade, ja.
Ja, genau, das endet das, ne? Die Mhm. fand ich auch so geil mit der Historie da, mit dem, komme ich wieder nicht auf den, mit dem Sarek, nicht Sarek. Nee, nicht Sarek. Du meinst, auch mit S. Ja, Komm jetzt gerade ja, nicht ja. drauf. Ja. Cyborg würde mir noch einfallen. Nein, Cyborg Nee, ist der Bruder nee. von Spock. Cyborg ist der Bruder von Spock. Ja, ich weiß. Aber Am deswegen, Kreisverkehr viele haben sich ja zweite beschwert Ausfahrt wegen nehmen. Michael Berman. Man hat ja nie gehört, dass der eine Schwester hatte. Auch von Cyborg hatte man vorher nie gehört. Ne? War auch so Ja. scheiße. Oh, hätte man bei Discovery auch mal was von Cyborg hören können. Ja, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass mal was von Cyborg erwähnt wird. Nix kam vielleicht. Na gut, jetzt in der Zukunft sehr unwahrscheinlich. Aber Nimm trotzdem. diese Ausfahrt. Ja, auf jeden Fall hat er das. Ja, fand ich die Argumentation, ja, von ihr hast du nie gehört, ja, von Cyborg hast du auch nie gehört. Und in dem Star Trek-Film bringt auch Spock selber die Argumentation dafür, dass man im Nachhinein, Bitte dass rechts man noch nie halten. was von Michael Berman gehört hat. Ja, ist familiär, ne? Und darüber rede ich nicht viel. So. Ja. Damit war das begründet. So kann So, man immer sagen. ich bin am Ziel, ich bin in Polen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nicht Wir schlecht. sind heile angekommen. Muss ich bloß noch die Kiste da irgendwie da vorne abstellen? Also bei euch im Stream ist es dann ungefähr in 30 Sekunden wahrscheinlich. Ja, du fährst nur auf der Straße. Ja, dann kleiner Spoiler, ich bin schon auf dem Hof. Boah, ey, verdammt, jetzt brauche ich nicht mehr weiterziehen. Jetzt kommen wir, ja. Hier hat übrigens nochmal die Stefanie geschrieben und wer war noch dabei? Hab ich ja gelesen. Und der Krishna, wegen dem Aim-Controller. Der ist halt ziemlich geil. Und Ja, Krishna es sagt noch, dass er der beste Controller zu ballern ist. Das glaube ich euch. Hast du so ein Ding schon mal in der Hand gehabt, Buddy? Ne, den Aim-Controller nicht. Ich habe ja kein PlayStation VR. Hätte sein können, dass du das irgendwo anders mal die Möglichkeit hattest, das mal auszuprobieren mit einem Ey. Kumpel oder sowas. Ich habe doch richtiges VR. Hier, stopp. Hey, das ist mein Spruch. Ja, Gemeinheit. habe ich mir jetzt mal ausgeliehen. Nein, Nee, ich dachte jetzt, die Antwort ist ist ja jetzt ganz irgendwie, ehrlich, ich hab doch keine Real-Life-Freunde. genau. Nee, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also ich finde den Aim-Controller von der Haptik her auch sehr geil, aber ich krieg einfach den Drift nicht weg. Der driftet immer. Nee, habe ich eigentlich keine Probleme. Also ab und zu halt auch mal, dann schalte ich ihn ganz kurz aus und dann wieder ein und dann ist wieder gut für eine ganze Weile. Okay. Ja, oder man bewegt ihn so ein bisschen hin und her. Ja, also schön so eine 8 in die Luft zeichnen oder so, das hilft auch manchmal. So, ich bin da. Was muss ich jetzt hier drücken? Nessie! Und schnell. Motor aus. Ich würde den Motor. Dreieck, sagt sie. Dreieck. Absatteln. Stützen werden gesenkt, Leitung getrennt und Sattelkupplung, irgendwas. So, 5.236 € verdient. Und ein bisschen weitergekommen im Level 12. Fast bei der Hälfte. Wurde mir auch Geld abgezogen für irgendwas? Ne, weil ich bin das eine Mal an der Leitplanke hängen geblieben. Aber anscheinend nicht. So penibel sind sie dann doch nicht. Mhm. Nee, ganz so krass sind sie nicht drauf. Geblitzt wurde ich anscheinend auch nicht oder irgendwas. Aber geht wahrscheinlich auch nicht bei dem Schwerlasttransport, oder? Das ist ja alt abgesperrt. Ja, sehr cool. Dann sind wir jetzt hier, glaube ich, dann durch und dann können wir jetzt an den Real übergeben. Der kann dann jetzt seine Gute-Nacht-Geschichte lesen. Ja, so Bist du bereit in 10 Minuten? Ja, in 10 Minuten. Okay, dann schaut alle in 10 Minuten bei dem... Nee, heißt der nicht mehr Real Tsubunabi, ne? Real ist gestrichen. Das Real ist gestrichen. Nur noch Tsubunabi daddelt. Da könnt ihr alle mal reinschauen. Und dann euch eine gute Nachtgeschichte vorlesen lassen aus den Welten von Skyrim VR. Ja. Ich Hammer. danke euch allen fürs Zuschauen und vergesst nicht das Däumchen zu drücken. Und dann sehen wir uns spätestens am Samstag um 21 Uhr bei unserem Pokerturnier. Ich bin schon ganz doll gespannt. Ich auch. Bidi, hast du fleißig geübt?
Nee, noch gar nicht. Noch Ich gar hab's mir nicht. runtergeladen und ich muss echt heute, morgen oder übermorgen mal reingucken. Aber das Ja, wird nicht so. schaust dir wirklich nochmal kurz, wenigstens vielleicht mal an, dass du da so, dich so ein bisschen Ja. mit der Steuerung und sowas vertraut machst. Genau. Ja. Ja, sehr cool. Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ist Nessie irgendwo hier? Nee, ist sie nicht. Muss ich aus dem PC rüberlaufen. Und die schläft wahrscheinlich schon wieder. Gute Nacht. Tschüss. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Ja, Krishna. Pokerstar VR, lohnt sich. Ja. Ja, das ist eine Erfahrung, da hat er auch mal gemacht. Mit dem Stocki. Mitten in der Nacht, weißt du noch?